Moin und willkommen auf meinem Kanal Hermanns Welt. Heute ist Freitag, für euch vielleicht Sonntag oder ein anderer Wochentag. Aber ich möchte zumindest an diesem Freitag mir die Beine vertreten. Noch ist es leicht bewölkt, aber die Sonne soll heute auch noch rauskommen. Und das Flugwetter für die Drohne soll auch noch gut sein. Also, ich habe die Drohne wieder mal bei in meinem kleinen Beipack hier und schauen wir mal, was wir denn so einfangen können. Wo bin ich hier eigentlich? Ich hatte euch ja in einem der letzten Videos gesagt, dort waren Liz und ich beim Wilden Moor an der Westküste und dort war ich eigentlich falsch. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Jetzt bin ich hier auch bei einem wilden Moor und dort war ich schon mal. Das ist das wilde Moor bei Osterrönfeld, was im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt. Da will ich noch mal durchstreifen und mal gucken, was ich hier so entdecken kann mit euch und euch auch zeigen. Also, wir werden mal los. Das Wetter ist leider noch nicht so prickelnd und es ist sogar noch ein bisschen frisch, zumindest der Wind. Aber wir sind ja sowieso noch im April. Ich hatte ja noch gar nicht gesagt, wie lang eigentlich die Strecke sein soll, die ich mir ausgesucht habe. Ich habe sie auf Komoot geplant. Mal sehen, wie weit ich auf diesem Weg laufen kann. Ich hatte aber schon ein Update gemacht bei dem Parkplatz am Friedhof Bokelholm. Dort bin ich einen Waldweg lang gelaufen in Richtung des Ortes und diesen gab es bei Komoot noch nicht. Es macht einiges entspannter, weil bei der ersten Tour bin ich nämlich direkt an der Landstraße entlang gelaufen und das ist nicht so schön. Sind zwar nur ein paar hundert Meter, aber wenn man Straße vermeiden kann, wo man rumlaufen muss, dann soll man das auch nutzen.
Hier ein schöner Blick auf das Wilde Moor. Dies ist auch ein Landschaftsschutzgebiet und wie gesagt, es liegt in der Nähe von Osterrönfeld, besser gesagt bei Rendsburg und ist 2,08 Quadratmeter groß. Das Landschaftsschutzgebiet im Kreis Rendsburg-Eckernförde, südwestlich von Kiel, ist ein Areal, was im Teilbereichen der Gemeinde Osterrönfeld, Westerrönfeld, Schülp bei Rendsburg, Emkendorf und Jeverstedt liegt. Das Wilde Moor wurde am 11. Februar 1953 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Das Moor entstand als Folge des nacheiszeitlichen Meeresspiegelanstieges der Nordsee auf Weichsel eiszeitlichen Sandflächen in der Randlage der Jungmoräne zur Geest. Dort begann vor 5700 Jahren während des Atlantikums, einer nacheiszeitlichen Wärmeperiode, auf einer wasserundurchlässigen Sandschicht zwischen Hirvenau und Wielau das Moorwachstum. Bis in das 19. Jahrhundert bietet es sich auf einer Fläche von rund 900 Hektar aus. Danach begann die Kultivierung des Moores, von dem um 1970 noch etwa 300 Hektar durch torfliche, ausgehöhlte Moorflächen übrig blieben. Diese waren in über 700 Parzellen zerstückelt. Wie gerade gesehen, also hier ist Übernachten verboten. Es ist dort aber ein Parkplatz. Also hier gibt es verschiedene Stellen, wo man anhalten kann und sich das Wilde Moor anschauen. Ich habe jetzt so grob 4,5 Kilometer hinter mir gebracht. Durch die Drohnenaufnahmen, die ich euch schon mal gezeigt habe, trödle ich doch etwas, weil es macht doch sehr Spaß, wieder Drohne zu fliegen. Aber so viel Zeit habe ich gar nicht mehr, weil ich soll Liz heute noch von Arbeit abholen. Sie ist fleißig am Arbeiten. Ich werde erst heute Nacht wieder arbeiten gehen. Da werde ich mich mal sputen und ein paar Meter schneller machen. Das ist jetzt der Aussichtspunkt Wildes Moor. Hier war ich auch bei meinem ersten Besuch. Dort wurde es gerade frisch eingerichtet, zumindest frisch aufbereitet. Und auch wie damals werde ich hier ein kleines Päuschen machen, ein Teechen trinken und dann geht es nachher auch gleich wieder weiter. Das ist hier auch wunderbar angelegt, um Vögel zu beobachten. Da drüben hinter dem Baum gibt es noch einen zweiten Punkt. Und es gibt hier auch Schautafeln über die Dinge, die hier wachsen und leben. Auf meiner ersten Tour bin ich auf diesem Weg noch nicht lang gegangen. Das ist für mich jetzt neu, also der führt auch quer durchs Moor. Mir kommen auch gerade Personen entgegen und da nehme ich mal an, dass sie zu den Fahrrädern gehören und sie nicht das Moor verschluckt hat. Also dieser Weg hier durchs Moor ist schon mal eine Empfehlung. Bei meiner ersten Tour, wo ich hier war,
Da bin ich da hinten an der Straße lang gegangen. Das war nicht so prickelnd. Und darum ist das hier wirklich besser. Bis jetzt hatte ich auch noch nicht so viele Begegnungen mit Leuten, außer gerade die beiden Fahrradfahrer, die hier auf Fotosafari waren, um wahrscheinlich Vögel abzulichten. Er hatte zumindest eine große Kamera mit dabei. Und sonst auf der Tour hatte ich nur eine Reiterin, wo das Pferd ein bisschen nervös wurde durch die Drohne und durch mich. Das konnte man nicht so ganz einschätzen, aber das Pferd und die Reiterin hat es gut gemeistert, weil ich bin stehen geblieben, habe die Drohne ein bisschen weiter weggenommen, dass das Pferd auch nicht weiter schreckt oder sowas. Und dann nur noch eine Spaziergängerin mit ihrem Hund. Aber diese Landschaft ist doch echt schön. Man kann zwar weit gucken, aber es ist halt nicht ganz so eintönig wie letztens an der Westküste. Das ist jetzt der angesprochene Asphaltweg bei meiner ersten Tour. Und da war definitiv der Weg durchs Moor die bessere Alternative. Jetzt sollte es gleich nach ein paar hundert Metern wieder links ins Moor reingehen. Dort gibt es allerdings nur einen Stichweg. Und dort werde ich noch rein. Und dann werde ich dort wieder zurück über den Moorweg, wobei ich komme dann nicht mehr an dem Aussichtspunkt vorbei, weil ich da einen anderen Weg laufe. Ich habe auch gerade noch gesehen, es gibt auch noch eine Alternative zum Rückweg, dass ich nicht wieder die gleiche Strecke ungefähr zurücklaufen muss. Und mal schauen, das wird auch wieder ein neuer Weg sein. So, meine Freunde, hier ist dann auch der Weg zu Ende. Hier geht es nicht weiter. Also man sollte auch nicht abseits der Wege gehen. Man sieht das hier auch schon. Hier ist etwas feucht, nicht, dass man versackt, weil dieser Weg endet auf einer Feuchtwiese. Das war mir aber so ziemlich klar. Aber für mich hat dieser Abstecher in diesen Stichweg wirklich gelohnt, weil dieses Teilstück ist vom Wilden Moor für mich der schönste Teil. Also, wenn ihr hier seid, geht auch hier rein, schaut euch das an, genießt die Natur. Es lohnt sich wirklich. Aber jetzt geht es für mich zurück. Ich werde gleich nochmal die Jacke ausziehen, weil es nämlich ganz schön warm geworden, wo jetzt die Sonne rausgekommen ist. Und dann werde ich mal ungefähr, das müssten so ungefähr 3,5 Kilometer sein, die ich nochmal zurückgehe bis zu dem Punkt, wo der Abzweig geht zu dem Aussichtspunkt. Aber dort, wie gesagt, werde ich geradeaus gehen und einen anderen Weg nehmen zum Auto. Ich hatte ja vorhin etwas erzählt zu dem Torfabbau hier in diesem Moor. Und hier an dieser Stelle kann man sehr gut die Parzellen sehen zum Beispiel. Hier sind 2 Stück oder vielleicht sogar 3. Also hier rechts sieht man einen Wall, denn hier immer Vertiefung, Widerwelle und dann geht es in die nächste Parzelle. Da bin ich schon wieder zurück an dem Punkt, wo ich abgebogen bin. Also hier nach links geht das zu dem Aussichtspunkt.
Und ich werde jetzt gleich geradeaus weitergehen. Aber weil es dort eine Bank gibt, werde ich gleich noch mal einen Tee trinken und mich auf die letzten knappen 5 Kilometer machen. So, das Moor habe ich jetzt durchquert. Eigentlich wollte ich hier nach links, werde allerdings jetzt nach rechts gehen. Ungefähr da hinten irgendwo treffe ich denn auf dem Weg, wo ich schon gewesen bin. Mal sehen, ob es so richtig ist. Eigentlich ist dort ein offizieller Weg ausgeschildert. Aber schauen wir mal zusammen und dann gibt es näher noch das Fazit. So, hier habe ich noch einen Hinweis gefunden auf den Ochsenweg. Das wird von mir sogar noch ein Langzeitprojekt werden, wo ich ab und zu immer ein paar Etappen laufe, weil der Ochsenweg ist etwas länger. Hier jetzt 2,6 Kilometer bis Bokelholm und dann sind wir wieder auf der angestammten Route. Ich hätte auch hier lang gehen können. Aber den Weg kenne ich schon. Den bin ich beim ersten Mal lang gelaufen. Und darum geht es diesmal hier lang. Und wir kommen ungefähr dort wieder raus, wo ich euch das Ortsausgangsschild gezeigt habe, wo der Hinweis war auf das wilde Moor. Da sieht man schon das Ortseingangsschild von Bokelholm. Und das heißt, die Tour neigt sich zum Ende. Ich habe jetzt noch mal grob 1 Kilometer, bis ich wieder am Auto bin. Dann habe ich die Strecke geschafft mit 17,6 Kilometern ungefähr. Die genaue Strecke werdet ihr wieder sehen bei der animierten Strecken und auch mit den Angaben, wie viel reine Laufzeit ich hatte und wie die Zeit war mit Pause. Die Strecke war sehr schön, sehr abwechslungsreich, also wie schon gesagt, also besser wie bei dem wilden Moor an der Westküste, wobei dort das Moor ja schön war, auch sehr ansprechend, bloß die zweite Hälfte des Weges nicht so doll. Plätze zum Ausruhen gab es auch immer wieder. Man konnte Rast machen und man hatte sogar einen Aussichtspunkt im wilden Moor, wo man natürlich auch dann Tiere, vor allem Vögel, beobachten kann. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr mitgekommen seid. Würde mich wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Denn natürlich nicht vergessen zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.